Hallo und herzlich willkommen beim GCP Mindset Channel. Heute sprechen wir über ein wenig komplexeres Thema, nämlich das Adaptive Study Design. Und ich habe hier unseren Experten, den Herrn Professor Brannert, bei mir, der uns das Ganze ein wenig laienhafter erklären möchte. Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit hier ganz öffentlich über eines meiner wichtigsten Forschungsthemen zu sprechen. Ein sehr spannendes Thema, das noch sehr aktiv ist und vielleicht auch über andere Dinge heute aus der Biostatistik. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Brannert, um über das Thema zu sprechen. Sie haben gerade gesagt, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich befürchte aber, gerade als ich das Thema genannt habe, haben wir schon ein paar Zuschauer verloren, weil die meisten aus dem Bereich GCP sich ja nicht so sehr für Biostatistik interessieren bzw. gar nicht verstehen. Ja, ich hoffe, dass wir das heute so rüberbringen, dass es die breite Masse auch versteht. Aber fangen wir mal bei Ihnen an. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was von Ihnen und Ihrer persönlichen Historie. Gerne. Also ich habe mit Physik begonnen in Karlsruhe, an der Universität Karlsruhe, habe mich dann entschieden, in Wien weiter zu studieren und bin irgendwann zur Mathematik gekommen und habe sehr, sehr lange Mathematik gemacht bis zu meiner Doktorarbeit und bin dann eigentlich beruflich mit der Statistik in Verbindung gekommen, damals an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Wien und habe dann eine Stelle bekommen an der Medizinischen Fakultät in Wien, die ich sehr, sehr spannend fand und war dort 10 Jahre lang und habe dort Mediziner, Forscher, Studenten und andere Gesundheitswissenschaftler in ihren Studien betreut. Das heißt, ich habe sie beraten, mit ihnen die Studien geplant, viel diskutiert, hat sehr viel Spaß gemacht, habe ihnen dann auch die Auswertungen durchgeführt am Ende oder dann auch mit Mitarbeitern von uns die Auswertung durchgeführt. Und dann sind ganz, ganz viele schöne Publikationen dabei entstanden. Gleichzeitig habe ich meine eigene Forschung gemacht, meine mathematisch-statistische Forschung. Und das waren eben adaptive Designs. Die haben in Wien eine große Rolle gespielt, weil einer der Väter der adaptiven Designs, Peter Bauer, war mein Chef, ist dort Professor. Und so bin ich dazugekommen und habe auch viel Kontakte zur Pharmaindustrie bekommen. Das spielt ja eine relativ große Rolle in der Pharmaindustrie und habe sehr, sehr viele sehr nette Kollegen aus der Pharmaindustrie kennengelernt und auch teilweise mit diesen zusammen publiziert. Und nun bin ich seit 2010 an der Universität Bremen, habe dort einen Ruf bekommen in angewandter Statistik und Biometrie, wie es so schön heißt. Biometrie heißt einfach Statistik in der Medizin, in den medizinischen Wissenschaften und mache dort meine Forschung weiter, arbeite immer noch im Rahmen des sogenannten Kompetenzzentrums für klinische Studien Bremen mit vielen, vielen Ärzten und auch Gesundheitswissenschaftlern zusammen und mache auch noch meine eigene Forschung, mathematische Forschung und führe das weiter, was ich begonnen habe und entwickle es weiter und habe sehr viel Spaß dabei. Ja, das hört sich sehr spannend an und auch beeindruckend, muss ich sagen. Sie haben eben gerade schon das KKS in Bremen erwähnt. Können Sie mir ein bisschen mehr über das KKS sagen? Was macht man da so und wer kann da studieren? Gerne. Also das KKS in Bremen, das Kompetenzzentrum für klinische Studien Bremen, wie es heißt, ist eine Kooperation zwischen der Universität Bremen und dem Klinikum Bremen-Mitte. Und was wir machen und machen möchten, ist einfach die klinische Forschung, die medizinische Forschung in Bremen zu unterstützen, die es auch gibt, obwohl es keine medizinische Fakultät gibt. Es gibt hier medizinische Forschung und zwar eben mit unserer biostatistischen Kompetenz von unserer Seite her, von Universitätsseite her und vom Klinikum Bremen-Mitte her mit der pharmakologischen Kompetenz durch den Herrn Professor Mühlbauer. Das ist unser Ziel und wir sind in ganz vielen Forschungsprojekten eingebunden an der Universität Bremen, in Bremen und außerhalb Bremens. Wir operieren deutschlandweit eigentlich und machen das, was ich vorhin schon erklärt hatte. Wir machen Studienplanung, statistische Auswertungen und eine Komponente, die auch immer eine immer größere Rolle spielt bei uns, ist das Datenmanagement, die Pflege von Daten und auch die Vorbereitung der Studien im Hinblick auf die Datenaufnahme. Ja. Und Sie bieten auch einen universitären Ausbildungslehrgang, wie nennt man es? Studiengang an, Masterstudiengang. Welche Personen können das studieren, Biometrie? Ja, das ist ein Masterstudiengang in der Biometrie, medizinischen Biometrie und Biostatistik, so heißt er. Hat den englischen Titel, lustigerweise, ist aber deutschsprachig derzeit. Das ist
ein sehr spezieller und sehr besonderer Studiengang. Den gibt es nur noch einmal in Heidelberg. Dort ist er aber berufsbegleitend und entsprechend teuer und wird eher am Wochenende läuft er ab, wird dort unterrichtet. Bei uns ist es ein ganz normaler Studiengang mit den normalen Studienbeiträgen, wie es jeder andere Student auch leistet, kleine Beiträge. Und in diesem Studiengang werden unsere Studenten auf ihre Tätigkeit, auf eine mögliche Tätigkeit in der Biostatistik im Bereich Medizin oder auch anderen Bereichen vorbereitet. Sie lernen Statistik, sie lernen die entsprechende Software, sie lernen ethische Hintergründe, sie lernen medizinische Grundlagen, damit sie eben fit sind für diesen Beruf später. Und was das ganz Besondere an unserem Studiengang ist, ist, dass wir ganz unterschiedliche Studenten haben mit ganz unterschiedlichen Vorstudien. Wir haben sehr, sehr viele Biologen, wir haben auch Mathematiker, aber gar nicht so viele. Wir haben Wirtschaftswissenschaftler, wir haben Soziologen, wir haben Leute aus den Gesundheitswissenschaften. Und kürzlich hatten wir sogar einen promovierten Meteorologen, der sein Interesse an der Statistik gefunden hat, sich in diesem Beruf weiterentwickeln wollte. Und dieser sehr bunte Haufen lernt in nur 2 Jahren all das, was man können muss, um erfolgreich in diesem Beruf tätig zu sein. Was sind die Voraussetzungen? Wir verlangen ein paar CPs, sagt man so schön, ein paar Lehrveranstaltungen in der Mathematik oder Statistik, sehr wenige eigentlich, was aber einfach, wir verlangen das, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Was vielleicht viel wichtiger ist, dass man eine gewisse mathematische Grundbegabung hat, damit man dieses Programm, das in diesen 2 Jahren doch so viel Statistik vermittelt, die ja doch letztendlich mathematische Grundlagen hat, Mathematik ist, zu wesentlichen Teilen, dass man das auch absolvieren und leisten kann. Aber das gelingt den meisten, praktisch allen. Wir haben sehr, sehr wenige Abbrecher. Und der Vorteil, all dieser Aufwand lohnt sich, denn dieses Studium bereitet nachher sehr, sehr große Chancen, einen Beruf, auch in seinem Beruf arbeiten zu können, in dem man ausgebildet wurde, weil Biostatistiker eben sehr, sehr intensiv gesucht werden. Es gibt nur ganz wenige, die wenigsten kennen diesen Beruf sogar oder diese Ausbildung. Daher sind sie heiß begehrt in der Industrie, aber nicht nur, auch an den Universitäten und auch in Behörden, Zulassungsbehörden oder anderen Behörden. Und was, glaube ich, das ganz Besondere an diesem Beruf ist seine interdisziplinäre Natur, dass es immer Teamwork ist. Eine Studie muss immer mit ganz vielen Leuten, ganz verschiedenen Kompetenzen geplant werden, weil eben so viele Dinge eine Rolle spielen. Und der Biostatistiker ist ein wichtiges Element oder eine wichtige Person in dieser Studie, die sehr viel einbringen kann, weil in der Regel ist er oder sie die Einzige, die diese Kompetenz hat und dann eben sehr kommunikativ und sehr, sehr kooperativ arbeiten muss und kann. Das ist das Schöne dabei. Ja, das kann ich nur bestätigen. Biostatistiker in der klinischen Forschung sind unheimlich wichtig und werden häufig leider unterschätzt, würde ich mal behaupten. Kommen wir jetzt aber zum Thema Adaptive Study Design und erzählen Sie uns doch einfach mal, was haben wir darunter zu verstehen? In unserer Branche wird viel über Adaption gesprochen, Adaptive Clinical Monitoring zum Beispiel, aber damit hat das Ganze überhaupt nichts zu tun, oder? Die Frage beantworte ich gerne. Ich muss ein bisschen ausholen. Viele wissen ja, dass in klinischen Studien es ganz wichtig ist, dass man im Grunde alles vorbereitet, dass man ein Studienprotokoll schreibt, in dem die Endpunkte, die Behandlungen, auch bis hin die statistischen Methoden und bis schließlich sogar der Fallzahl, der Zahl der Studienpatienten festlegen muss. Das ist manchmal aber ganz schwierig, weil einem die Vorinformation dafür fehlt. Und um diese Schwierigkeit geht es bei adaptiven Designs, dass man hier Möglichkeiten schafft, im Laufe der Studie auf der Basis der Daten, die man schon gesehen hat, erhoben hat, Anpassungen vorzunehmen und dennoch das Vertrauen in die Studie nicht erschüttert. Das ist das Ziel. Es ist ein bisschen, vielleicht um noch weiter auszuholen, es ist ein bisschen wie beim Spielen, beim Kartenspiel oder beim Brettspiel. Ich glaube, keiner von uns würde es akzeptieren, wenn ein Spieler während des Spieles anfängt, die Spielregeln zu ändern. Denn es könnte ja gut sein, dass er das einfach zu seinem Vorteil tut. Und es könnte noch viel schlimmer sein, dass wir das gar nicht bemerken, auf welche Weise er es zu deinem Vorteil tut. Und daher möchten wir bei diesen Regeln bleiben. Und so ist es auch bei klinischen Studien. Und adaptive Designs öffnen aber dennoch ein bisschen davon abzuweichen, ohne wirklich unfair zu werden oder ohne überhaupt unfair zu werden, sondern einfach um die Informationen, die man ja schon hat, auf deren Basis man ja schon besser planen könnte, auch auszunutzen, ohne hier
Verzerrungen, Bias und solche Dinge einzubringen. Wichtig ist, dass man dabei sehr, sehr vorsichtig ist, dass man die richtigen Methoden verwendet, dass man Maßnahmen ergreift, dass nicht doch eine Tendenz entsteht zum, sage ich mal, Schummeln oder zum sich irren, dass man nicht Tür und Tor öffnet für Trug und Lug. Das ist die Angst, die damit verbunden ist. Und das ist der Grund, dass es doch relativ lange gedauert hat, bis sich diese Methoden etabliert haben und ernst genommen wurden und mittlerweile eigentlich schon recht oft angewendet werden. Ja, Herr Brannert, was Sie so als Schummeln bezeichnet haben, das nennen wir ja in der Branche auch Betrug. Und da muss man sich natürlich von separieren, dass man da nicht in den Verdacht kommt, dass man betrogen hätte. Sie sagten auch, man muss gewisse Annahmen machen. Und meines Verständnisses nach hat man immer 4 Annahmen zu machen. Erstmal, was ist das interessierende D? Das heißt so viel, wenn ich in einer Blutdruckstudie den Blutdruck senken möchte, müsste ich mir erstmal überlegen, um wie viele Einheiten möchte ich den Blutdruck denn senken. Dann muss ich mir über die Streuung Gedanken machen, das heißt, wie streuen die Daten um den Mittelwert und um den Alpha- oder Fehler erster Art und den Beta-Fehler zweiter Art. Und mit diesen Annahmen errechne ich dann die Fallzahl meiner Studie. Und wie funktioniert es jetzt beim Adaptive Study Design? Ja, da sind wir mittendrin im Kern des Problems, Super. im Kern der adaptiven Studiendesigns. Fangen wir mit diesen vier Dingen an, die Sie beschrieben haben. Der Fehler erster Art und der Fehler zweiter Art, die sind praktisch user-defined. Da gibt es kanonische Zahlen, 5% für den Fehler erster Art, 80-90% für die Power, 10-20% für den Fehler zweiter Art. Schwieriger wird es bei der Streuung. Das ist eine Zahl, die man ja nicht kennt, die ist da, gegeben. Und was man dann eben tut in klassischen Studiendesigns, ist zu versuchen, diese Zahl vorab, vor der Studie, auf der Basis von vorangegangenen Studien, Publikationen abzuschätzen. Das ist oft leicht möglich für die Vergleichstherapie, für die es ja viele Studien gibt, aber oft sehr, sehr schwierig für die Behandlung, für die experimentelle Behandlungstheorie. Und man nimmt das deswegen gerne an, dass die Streuung in beiden Gruppen die gleiche ist, eine Annahme. Und wenn man von dieser Annahme nicht ausgehen kann, dann würde man gerne eigentlich mit einem Teil der Daten, die man jetzt nach Beginn der Studie beobachtet und rekrutiert, von Patienten, die man rekrutiert hat, abschätzen. Und das ist eben möglich in adaptiven Studiendesigns. Und wenn man das entsprechend vorsichtig macht, zum Beispiel verblindet, dann ist es auch sehr unumstritten und relativ einfach zu machen. Noch schwieriger ist es mit dem D, das Sie nannten, mit dem Behandlungseffekt, den sich zu erwartenden Unterschied zwischen den beiden Therapien. Den kennt man am Anfang natürlich überhaupt gar nicht oder nur sehr wenig, sonst müsste man die Studie ja nicht machen. Und da würde man eigentlich auch gerne nach, sagen wir, einem bestimmten Prozentsatz der Patienten, die man einschließen möchte, in die Daten schauen und diesen Behandlungseffekt abschätzen, die Fallzahlberechnung neu machen und dann die Studie durchführen. Das ist sehr, sehr viel aufwendiger oder sehr viel komplizierter, bedarf viel spezielleren Methoden und bedarf einigen Vorsichtsmaßnahmen, dass man durch dieses Hineinschauen in die Daten sich nicht unerwünschte Effekte einkauft dieser Methode. Für die meisten Menschen ist Biometrie sowieso schon sehr komplex. Jetzt sagen Sie, das ist noch ein bisschen komplexer und aufwendiger. Was ist denn überhaupt der Vorteil des Adaptive Study Designs? Ja, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass man einfach solider planen kann, dass man auf der Basis von verlässlicher Information planen kann, auf der Basis der Patienten, die ja tatsächlich in die Studie eingeschlossen werden, auf der Basis der Maßnahmen, die in der Studie ergriffen werden, auf der Basis des tatsächlichen Studienprotokolls. Das ist ein Vorteil. Es gibt noch ein paar Hoffnungen, die verbunden sind an adaptive Designs, dass man schneller wird. Das ist eine Hoffnung, die sich manchmal bewahrheitet, nicht immer bewahrheitet. Man ist schneller, weil man sogenannte Studienphasen verbinden kann. Man sagt, man verbindet die Phase 2 mit der Phase 3, weil die Phase 2 ist ein bisschen experimenteller als die Phase 3 und man kann ein paar Elemente des Experimentellen in die Phase 3 bringen. Ich persönlich sehe den Vorteil eher dahin, dass man Dinge, die man in der Phase 2 nicht vollständig klären konnte,
dann doch schon in der Phase 3 überprüfen kann. Zum Beispiel die Fallzahl ist eine Frage, welche Fallzahl soll ich wählen, aber es gibt andere Fragen, welche Dosis, welche Medikamentendosis soll ich letztlich zur Anwendung bringen, eine Frage, die typischerweise in der Phase 2 überprüft und festgelegt wird, aber auch dort nicht immer eindeutig beantwortet werden kann. Und dann ist es sinnvoll, mit einer kleineren Zahl von Dosen, als jetzt man das in der Phase 2 machen oder haben würde, in die Phase 3 zu gehen und dann in einer Interimsanalyse, sagt man in einer Zwischenanalyse, zu entscheiden, mit welcher Dosis gehe ich denn jetzt wirklich weiter und welche Dosis lasse ich vielleicht weg. Und solche Entscheidungen sind relativ komplex, bedarfen ein Abwägen der Daten, der Studiendaten, und da spielen dann adaptive Designs eine große Rolle, weil sie die Möglichkeit dazu liefern. Ja, wenn Sie sagen, man erhofft sich, dass Zeit gespart wird, dann gehe ich davon aus, dass es eher eine regulatorische Zeit ist. Also man muss nicht noch für eine Phase 3-Studie zu den Ethikkommissionen, zu den Behörden gehen. Man muss nicht wieder mit den Kliniken über Verträge verhandeln. Diese Zeit spart man sich einfach und kann sofort nach der Phase 2 mit der Phase 3 sozusagen weitermachen, richtig? Genau. Es ist sozusagen eine administrative Zeitersparnis. Es ist auch so, dass die Patienten weiter rekrutiert werden können. Man stoppt in der Regel nicht die Rekrutierung an dieser Interim-Analyse und man hat ein Studienprotokoll. Es ist auch ein wichtiges Element, dass man ein gemeinsames Studienprotokoll hat, was eigentlich dazu führt, dass die Qualität dann auch dieses Phase 2 Teils der Studie, dass die besser wird und ja, ähnlicher zur Phase 3-Studie. Ja, das hört sich natürlich sinnvoll an, aber da, wo es Vorteile gibt, gibt es mit Sicherheit auch Nachteile. Was wären die Nachteile dieses Designs? Die Nachteile sind sicher der größere Aufwand bei der Studienplanung, die vorsichtige Planung, mehr Arbeit für den Biostatistiker, aber auch mehr spannende Arbeit für den Biostatistiker. Vielleicht eine gewisse Skepsis, die immer noch vorhanden ist bei den Behörden oder auch Kollegen in der Pharmafirma. Die Skepsis mit den Behörden, der kann man leicht entgegenwirken, indem man eben vorab die Behörden fragt, was sie zu dem Studiendesign tun, den sogenannten Scientific Advice, der sowieso in der Regel eingeholt wird. Dann ist es nur eine von vielen Fragen, die man stellt. Und dann haben wir auch immer wieder festgestellt, dass die Behörden eigentlich relativ positiv auf adaptive Designs reagieren, wenn es vorsichtig geplant ist und gut geplant ist und wenn es begründet ist. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Jedes adaptive Studiendesign sollte begründet sein. Es muss einen guten Grund geben, warum man das machen möchte, und den sollte man auch entsprechend darstellen. Und was auch empfehlenswert ist, auch darüber nachdenken, ob es nicht klassische Alternativen gibt und dann zu vergleichen, die klassische mit der adaptiven und die Vorteile herauszuarbeiten. Also Nachteil ist der Aufwand, den ich ja, glaube ich, hiermit angedeutet habe, der im Vorfeld besteht, aber dieser Aufwand ist lohnenswert und auch sehr lehrreich oft zum Verständnis, wo die Schwierigkeiten liegen und wie man Studien gut machen kann. Ja, Herr Brannert, soweit ich es verstanden habe, gibt es auch unterschiedliche Methoden beim Adaptieren. Welche Methoden gibt es da so? Ja, genau. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Es gibt Methoden, die mit den sogenannten verblindeten Daten arbeiten, und Methoden, die mit den entblindeten Daten arbeiten. Ich fange vielleicht bei der ersten Methode an. Bei der ersten Methode verwendet man Daten, die blind sind gegenüber der Therapiezuweisung. Das heißt, man hat im Datensatz einfach nicht drin, welche Therapie welcher Patient bekommen hat. Deswegen muss man die Patienten alle gleich behandeln. Man tut so, als ob sie alle die gleiche Therapie bekommen hätten, und dann schätzt man eben zum Beispiel die Varianz, diese Größe. Das hat den kleinen Nachteil, dass die Varianz ein bisschen überschätzt wird. Das ist nicht so schlimm, damit wird die Fallzahl ein bisschen zu groß. Aber es hat den Vorteil, dass man nicht sieht, welche der beiden Therapien jetzt der Gewinner ist, welche führt, und damit nicht diese Information ausnutzen kann, um den Fehler erster Art außer Kontrolle zu bringen oder auf irgendeine andere Art und Weise zu schummeln oder am Ende Einfluss auf den gesamten Verlauf der Studie zu nehmen. In der zweiten Methode möchte man zum Beispiel den Behandlungseffekt schätzen, also den Unterschied zwischen den beiden Therapien, und deswegen muss man die Therapiezuweisung, das, was jeder Patient bekommen hat, das muss man den Daten zuspielen, um die beiden Gruppen vergleichen zu können. Und das hat eben den Nachteil, dass man schon recht viele Informationen hat, über welche Therapie jetzt vielleicht der anderen überlegen ist, dass man diese Informationen ausnutzen könnte, um sich einen Vorteil zu verschaffen, um das zeigen zu können, was man eigentlich möchte, ohne dass es wirklich der Fall ist.
oder aber, dass diese Information an andere geht oder überhaupt an das Studienteam geht und dann Einfluss genommen wird auf den weiteren Verlauf der Studie. Das muss vermieden werden durch entsprechende Maßnahmen und die Kontrolle des Fehlers erster Art, der muss durch spezifische statistische Methoden in den Griff bekommen werden. Ja, und bei der letzteren, etwas komplizierteren Methode gibt es wieder zwei unterschiedliche Ansätze. Und zwar gibt es Methoden, bei denen man im Prinzip alles doch schon wieder vorab festlegt, nämlich die Art und Weise, wie man auf die Daten reagiert. Also die Fallzahl selbst zum Beispiel ist nicht vorab festgelegt, aber im Studienprotokoll oder im statistischen Analyseplan, besser noch, steht eine Formel, mit der man die Fallzahl neu berechnet auf der Basis der Schätzungen, die man in der Interimsanalyse gemacht hat. Und diese Formel ist in Stein gemeißelt und an der gilt es sich zu halten. Und dann gibt es sogenannte flexible adaptive Designs, bei denen man nicht mal diese Formel braucht. Da kann man ganz frei entscheiden, was und wie man weitermachen möchte, frei in Grenzen natürlich, aber relativ frei entscheiden, wie man die Fallzahl festlegt oder auch mit welchem Studienarm, welcher Studiengruppe man jetzt weitermacht und mit welcher nicht. Und trotzdem kann man den Fehler erster Art unter Kontrolle halten. Aus statistischer Sicht sind das die spannenderen Designs, weil hier ganz, ganz neue Prinzipien der Statistik entwickelt werden mussten, die auch gut funktionieren, die man auch ein bisschen schon kennt aus den Meta-Analysen und die hier dann letztendlich zur Anwendung kommen. Ja, Herr Brannert, ich weiß auch, dass Sie vor kurzem gerade eine Konferenz durchgeführt haben über adaptive Studiendesigns und das multiple Testen. Inwieweit hängt das miteinander zusammen? Ja, es ist einfach historisch bestimmt. Das liegt daran, dass beide Themengebiete von den gleichen Forschern beforscht wurden. Das war eine relativ kleine Gruppe in Deutschland und in Österreich, die schon über viele Jahre hinweg die Methoden entwickeln und die sich jedes Jahr getroffen haben, eine kleine Tagung gemacht haben, eine dynamische Tagung. Und eben letztes Jahr hat diese Tagung in Bremen stattgefunden. Mittlerweile ist es eine internationale Tagung mit recht vielen Teilnehmern. Und der Zusammenhang hat auch einen inhaltlichen Grund, denn in adaptiven Designs tut man einerseits unter Umständen die gleiche Frage nicht nur einmal testen, sondern zweimal testen. Einmal schon in der Interim-Analyse und dann nochmal, wenn es nicht geklappt hat oder wenn man noch nicht erfolgreich war, am Ende der Studie. Und andererseits versucht man oft mehrere Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel die Wirksamkeit nicht nur einer Dosis einer Therapie, sondern mehrere Dosen einer Therapie oder mehrere Behandlungsschemata. Können Sie uns jetzt noch ein bisschen mehr erklären, was ich unter multiplen Testen zu verstehen habe? Wenn Sie in einer klinischen Studie zum Beispiel ganz, ganz viele Parameter untersuchen, was ja auch gemacht wird de facto, dann ist es in der Regel so, dass Sie in einem oder zwei dieser Parameter einen Unterschied finden, ganz durch Zufall, obwohl es gar keinen therapeutischen Grund dafür gibt. Das ist ein bisschen wie beim Glücksspielen. Wenn Sie ein Glücksspiel oder verschiedene Glücksspiele ganz, ganz oft spielen, dann werden Sie oder ich auch mal gewinnen. Und wenn man sich dann nur auf diesen Gewinn konzentriert, dann fühlt man sich wie ein Glückspilz und könnte vielleicht der Spielsucht verfallen. So ähnlich ist es bei klinischen Studien. Wenn ich diese vielen Parameter habe und mich nur auf die wenigen signifikanten Parameter konzentriere und die anderen außer Acht lasse, dann bekomme ich ein überoptimistisches Bild, ein verzerrtes Bild und kann mich täuschen, kann dem Zufall ein Opfer des Zufalls werden im Prinzip. Daher ist es besser, die Gesamtschau zu behalten, sich alle Parameter anzuschauen oder was einfacher ist, die einzelnen Unterschiede sehr, sehr vorsichtig zu beurteilen. Das heißt, nur dann zu reagieren, wenn der Unterschied groß genug ist und ansonsten vorsichtig zu interpretieren und zu sagen, das ist noch nicht ausgeprägt genug, hier kann ich noch nicht wirklich von einem Unterschied ausgehen. Und letztendlich, wie groß der Unterschied sein muss, das definiert man über sogenannte multiple Tests, über entsprechende statistische Verfahren. Ja, das ganze Thema ist ja nicht ganz einfach und Sie haben vorhin schon gesagt, die Behörden finden ein adaptives Studiendesign, wenn es gut geplant ist, in der Regel auch ganz gut. Jetzt gibt es ja noch eine andere Institution, die die Studie auch gut finden muss, nämlich die Ethikkommission. In Deutschland haben wir, glaube ich, im Moment 52 Ethikkommissionen. Manche sind sehr gut, manche sind weniger gut und gerade in der Biometrie sind wahrscheinlich einige auch sehr gut aufgestellt. Ich würde sagen, die Ethikkommission der Universitätskliniken, die haben in der Regel ja auch Biometriker mit an Bord.
wohingegen die Ethikkommission der Landesärztekammer möglicherweise da häufig nicht die Kompetenz haben. Wie sieht es Ihrer Erfahrung nach aus? Ziehen die mit, verstehen die das multiple Testen, verstehen die adaptive Studiendesigns oder besteht da sehr viel Erklärungsbedarf im Nachhinein? Ja, ich war lange selbst in der Ethikkommission in Wien, in der Gemeinde Wien, und da waren tatsächlich auch immer wieder Studiendesigns, adaptive Studiendesigns wurden eingereicht als Studie. Und meine Beobachtung damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war, dass das interessanterweise sehr wenig wahrgenommen wurde. Es wurde übersehen praktisch. Es wurde nicht klar festgestellt, dass es sich hier jetzt um eine adaptive Studie handelt und dass besondere Aufmerksamkeit geboten ist. Mir selbst wurde das natürlich bewusst, mir ist das aufgefallen, Ja. Und ich habe das auch entsprechend eingebracht, aber ich denke, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, wäre das wie jede andere Studie behandelt worden. Das liegt zum Teil daran, wie die Studien im Protokoll beschrieben werden. Es wird nicht deutlich anders wie andere Studien. Und es liegt auch daran, dass natürlich nur ein Biostatistiker in den Ethikkommissionen ist, das war ich in diesem Fall, und natürlich nicht Biostatistischer Mediziner, da jetzt auch nicht so ein Augenmerk und auch nicht so drauf haben und nicht so eine Erfahrung haben. Also die beruhen ja dann auf die Erfahrung des Statistikers. Ich denke, das hat sich in den Jahren deutlich verändert. Ich glaube, dass das Bewusstsein und auch die Darstellung adaptiver Designs besser geworden ist und offensichtlicher geworden ist. Ich glaube, dass auch sehr, sehr viele Biostatistiker sich mehr oder minder damit auskennen, zumindest grundsätzlich wissen, was es gibt und welche Methoden es gibt und dass man entsprechend aufmerksam sein muss. Und daher, das erklärt vielleicht dann doch den recht reibungslosen Umgang und Ablauf mit den Ethikkommissionen in solchen Studien. Was immer ein bisschen eine Diskussion ist, dass die Frage, inwieweit Adaption, Veränderung des Studiendesigns dann im Verlauf der Studie wieder mit der Ethikkommission abgesprochen werden muss. Typischerweise muss ja dann, wenn ich gewisse Behandlungsgruppen weglasse, sollte da eine Absprache mit der Ethikkommission stattfinden. Das wird unterschiedlich gehandhabt. In der Regel gibt es nochmal eine Kommunikation nach der Interimanalyse mit den Ethikkommissionen. Das ist ein gewisser Aufwand. Aber nachdem die Dinge ja auch schon so vorgeplant waren, die Spielregeln ja meistens feststehen, ist der Aufwand relativ klein und die Reaktionen sind sehr schnell und sehr instantan. Das funktioniert also auch in der Regel ganz gut. Ja, das freut mich ja zu hören, dass die Kompetenz als auch die Akzeptanz bei den Ethikkommissionen da ansteigt. Wie sieht es jetzt mit den Sponsoren aus? Führen mehr Sponsoren auch mittlerweile dieses adaptive Studiendesign durch? Beziehungsweise steigt da die Kompetenz und das Verständnis für den Vorteil eines solchen Designs? Ja, in der Tat, die Akzeptanz und das Interesse steigt. Und ich freue mich darüber zu sehen, wie mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Pharmaindustrie lernen, damit umzugehen, vorsichtig und umsichtig damit umzugehen. Und ich werde ab und zu nochmal gefragt, aber ich werde immer weniger gefragt, was ich mehr gut als nachteilig finde. Okay, soweit ich es jetzt verstehe, ist es beim adaptiven Studiendesign dann auch so, dass die Biometriker immer wieder in die Daten schauen und die Analysen machen. Der Entscheidungsprozess, was mit dieser neuen Erkenntnis gemacht werden soll, liegt aber ja nicht bei den Biometrikern, auf jeden Fall nicht bei den Biometrikern alleine. Dafür werden sogenannte Data Safety Monitoring Boards eingeführt, die dann letztendlich die Entscheidung treffen. Wie sind solche Boards zusammengesetzt? Was muss ich mir darunter vorstellen? DSMBs bestehen meistens aus einer relativ kleinen Gruppe von Experten, unabhängigen Experten, Menschen, die nicht von der Pharmafirma eingestellt oder angestellt sind, sondern die Wissenschaftler sind, sich mit den medizinischen und auch vielleicht statistischen Bereichen der Studie beschäftigen. Es sind dort in der Regel 2 bis 3, manchmal 4 Mediziner und dann immer auch ein Biostatistiker. Und in einer adaptiven Studie ist es natürlich wichtig, dass dieser Biostatistiker sich mit den Methoden und den potenziellen Schwierigkeiten solcher Studien auskennt und sein Know-how mit einbringt. Und dann gibt es oft auch Contract Research Organizations wie Ihre Firma, die einen solchen Prozess unterstützen und die Daten entsprechend vorbereiten und sehr viel Arbeit abnehmen den Data Safety Monitoring Boards, um hier die richtige Entscheidung zu treffen.
Und diese Meetings, finden die dann nach einem bestimmten Schema ab oder können die so ablaufen, wie man sich das so vorstellt, so aus dem Bauch heraus Entscheidungen? Oder gibt es wirklich dafür Guidances oder EMA Reflection Paper, solche Dinge, die das festlegen? Ja, es gibt Guidances dafür, es gibt ein verbindliches Dokument, das vor Beginn des Data Safety Monitoring Boards verfasst wird, in dem die Aufgaben des Data Safety Monitoring Boards beschrieben werden. Es wird auch dargestellt, welche Daten Sie bekommen und welche Entscheidungen Sie am Ende letztendlich treffen sollen. Dieses Agreement oder dieser Charter, wird der genannt, wird von allen Beteiligten unterschrieben und ist damit verbindlich und auch dann bindend. Okay, und dadurch wird einfach die Datenintegrität auch gewährleistet. Genau, das ist meistens mit ein Teil der Prüfung, dass die Datenintegrität, dass die Plausibilität der Daten und auch Vollständigkeit der Daten mit beurteilt wird, und es wird auch die Rekrutierung, wird beurteilt, ob die Rekrutierungsrate stimmt, ob die Population, die man rekrutiert, repräsentativ ist, ob sie auch gleich ist zwischen den beiden Behandlungsgruppen, was ja durch die Randomisierung garantiert sein sollte. Ja, es wird Qualität, aber auch, was das Allerwichtigste ist in solchen Data Safety Monitoring Boards, es wird die Sicherheit der Patienten in der Studie überprüft. Es wird geschaut, ob man den Patienten in der Studie keine übertriebenen oder keine ungerechtfertigten Risiken aussetzt. Und wenn das der Fall wäre, müsste das Data Safety Monitoring Board entsprechende Empfehlungen machen. Und dann wird eben in manchen Studien auch auf die Efficacy, auf die Überlegenheit geschaut, und es wird an bestimmten Stellen, nicht immer, nicht bei jedem Meeting, aber bei spezifischen Meetings, kann dann eben auch darüber entschieden werden, ob die Therapie hinreichend wirksam ist und ob das Sicherheitsprofil hinreichend akzeptabel ist, dass eine Fortsetzung der Studie im Interesse der Patienten und letztlich auch der Firma ist und dann auch die Studie fortgesetzt werden kann oder nicht vielleicht schon die Studie abgebrochen werden soll. Und solche Data Safety Monitoring Boards bekommen dann eben oft auch die Aufgabe, die Fallzahl anzupassen oder vielleicht einzelne Behandlungsgruppen aus der Studie auszuschließen, die sie dann im Rahmen dieser Tätigkeit tun. Ja, toll. Zusammenfassend habe ich jetzt 5 Dinge gehört. Einmal, es ist viel machbar. Zweitens, die Studienplanung ist unheimlich wichtig. Man hat zu Anfang deutlich mehr Aufwand. Möglicherweise lohnt sich das Ganze aber. Es ist eine sehr disziplinäre Kommunikation vorher notwendig zwischen Medizinern und Biostatistikern. Die Datenintegrität ist unheimlich wichtig. Also selbst wenn man zwischendurch immer reinguckt, muss die Datenintegrität halt gegeben sein. Und man braucht auch Fantasie und Mut, um solche Wege zu gehen. Genau. Und man braucht Sachverstand. Das heißt, wenn man selbst nicht so viel Erfahrung hat mit adaptiven Designs, dann sollte man sich den entsprechenden Rat suchen. Große Pharmafirmen haben mittlerweile ihre Experten, kleinere vielleicht nicht so. Und was auch sehr wichtig ist im Zuge der Planung, man soll sich immer auch die Frage stellen, ob man die Probleme, die man lösen möchte mit dem adaptiven Design, auch nicht mit einem klassischen Studiendesign vielleicht auch lösen könnte oder besser lösen könnte, also sozusagen auch immer über Alternativen nachdenken eines adaptiven Designs. Und die dann auch zu vergleichen, die beiden Designs, das adaptive und das nicht adaptive Design. Und wenn man sich für das adaptive Design entscheidet, dann hat man nachher auch viel bessere Gründe, warum man es machen möchte, als wenn man gleich von Anfang an sich einschießt auf ein adaptives Design, weil es so schick und modern ist. Das ist sicher nicht der richtige Weg, an die Sache ranzugehen. Und was auch sehr empfehlenswert ist, was auch die meisten Pharmafirmen sowieso machen, ist den Scientific Advice einzuholen, also Kontakt aufzunehmen zu den Behörden vor Beginn der Studie, um eben auch die Frage nach diesem adaptiven Design, das man anpeilt, zu klären, ob die Behörden das akzeptieren könnten nachher oder nicht. Und oft kommen dann auch wieder Vorschläge von den Behörden zurück, wie man das vielleicht anders oder noch besser machen könnte. Da gibt es mittlerweile auch schon einige Expertise im Bereich der adaptiven Designs. Ja, super, Herr Branner. Das heißt also, Sie als Experte für das adaptive Studiendesign würden aber auch sagen, es ist nicht für alle Studien, für alle Fragestellungen das richtige Design. Genau, so ist es. Man sollte immer überlegen, benötige ich wirklich das adaptive Design, gibt es eben klassische Alternativen, und dann entscheiden, ob man mit dem adaptiven Design fahren sollte oder nicht. Und was man nicht tun sollte, das adaptive Design ist nicht dafür da, um medizinische Probleme in den Griff zu bekommen, sondern es ist dafür da, um fehlende Informationen besser
in die Studie einbinden zu können. Vielen, vielen Dank, Herr Brannert, für diese offenen Worte am Ende nochmal und die Tipps, die Sie uns mitgegeben haben. Vielen Dank auch, dass Sie es so gut erklärt haben, was wir unter adaptivem Studiendesign zu verstehen haben, was wir zu erwarten haben. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere hat auch wirklich was mitgenommen und der eine oder andere hat vielleicht auch Interesse an der Biostatistik gewonnen. Ja, bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Hinterlasst uns eure Kommentare und Fragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!